Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Überdämpfer, speziell heute mit dem Whisper Mute. Alle Details dazu heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai am Trompetentraining. Sobald du zu Hause zu laut bist beim Üben oder unterwegs bist und nicht offen spielen kannst, braucht man natürlich einen vernünftigen Überdämpfer. Der Markt ist mittlerweile groß, unterschiedlichste Materialien wurden ausprobiert etc. pp. Und somit hat sich auch Christoph Baerwind, der Erfinder des Whisper Mutes, das zur Aufgabe gemacht und eben diesen Dämpfer ins Leben gerufen. Christoph Baerwind, zur Information, ist ein Trompeter, ein Orchestermusiker aus Hamburg. Auch solistisch ist er unterwegs und wahrscheinlich im bekanntesten deutschsprachigen Ensemble, nämlich German Brass, als Trompeter aktiv. Er hat sich die Aufgabe gemacht, eben genau solch einen Dämpfer ins Leben zu rufen, der möglichst intonatorisch super ist, der gute Ansprache hat, natürlich nicht zu schwer ist, weil alles, was man vorne reinsteckt, zieht letztendlich die Trompete nach unten und was natürlich auch vom Blaswiderstand angenehm ist. Sobald man was reinsteckt in die Trompete, verändert es natürlich das Ansprachverhalten, die Intonation und natürlich auch den Widerstand. Und somit wird natürlich viel ausprobiert, Materialien oder auch zum Beispiel hier bei diesem Whisper Mute eben die Möglichkeit, zum Beispiel hier zuzudrehen, und somit hat man natürlich auch verschiedene Funktionen. Ihr seht schon, man hat hier 5 Positionen. Ich habe hier bei 2 und 3 eben diese Gummiringe noch auf dem Whisper Mute. Die sind perfekt für meine Trompete. Ich spiele eine 43er Bach, aber je nachdem, wie eng der Trichter oder wie weit der Trichter ist, kann man natürlich diesen Dämpfer ideal auf sein Instrument abstimmen. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Nicht jeder Dämpfer ist für jedes Instrument geeignet. Hier haben wir einen Dämpfer, den man auf sein Instrument einstimmen kann. Das ist natürlich eine super Sache. Beim Trompetespielen hat Christoph Baerwind bei meinem Telefonat mit ihm erwähnt, immer die Position offen wählen. Das heißt nicht geschlossen oder auf halbe Position, sondern mit der Trompete diesen Überdämpfer auf offener Position. Man kann diesen Überdämpfer auch mit Mundstück spielen, also ein Mundstückdämpfer, dann soll man zudrehen. Das heißt, man hat letztendlich 2 Positionen. Zu mit Mundstück, offen mit Trompete. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wenn man Trompete spielt, bei mir ist es so, ich spiele offen, 79 bis 80 Dezibel, Mezzo-Forte-Forte-Bereich, eher Forte, und mit dem Dämpfer dann dementsprechend leiser, nämlich genau 64 bis 65 Dezibel, also eine ordentliche Dämpferleistung. Die Intonation ist auch gut und das möchte ich euch mal vorführen. Ohne Dämpfer. Fast identisch, also wir sind verdammt nah dran an der gleichen Intonation und das ist doch eine wunderbare Angelegenheit. Ich habe es mit anderen Dämpfern ausprobiert, die haben meine Trompete meistens fast einen Viertelton höher gemacht und das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn man auf der Trompete offen die gleiche Intonation hat, wie wenn man mit Überdämpfer, speziell dem Whisper Mute, spielt. Die Lautstärke ist die eine Sache, die Ansprache natürlich die andere. Oft ist mir auch schon aufgefallen bei anderen Überdämpfern, ab dem C1 unten wird es verdammt heikel, die Töne zu erwischen. Das heißt, vor allem die tiefe Lage ist heikel. Jetzt möchte ich euch natürlich vorführen, dass die Töne unten auch drauf sind. Ich starte beim C1. Und hier überhaupt kein Problem. Ich kann einfach spielen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, kommt der nächste Ton noch, kommt er noch oder bricht er gleich weg. Hier spiele ich einfach nach unten und die Töne sind da. Auch eine super Angelegenheit. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt haben wir natürlich noch das große Thema Blaswiderstand. Das kann ich euch nicht vorführen, aber verglichen mit anderen Dämpfern, und ich habe da auch schon mal meinen eigenen Überdämpfer in Anführungszeichen vorgestellt, also ein Cup Mute und in der Cup eben ein Tuch rein. Intonation, Ansprache und so weiter sind sehr gut. Das Problem ist, es ist natürlich unglaublich schwer. Und das ist ein riesen Nachteil, weil die Trompete nach unten zieht. Aber hier genau das Gleiche. Ich habe einen guten Blaswiderstand, aber nicht zu viel. Und das ist eine super Sache. Also ich muss nicht mehr machen. Ich drücke auch nicht drauf, dass sich der Ansatz verändert oder dass der Ansatz, die Lippenposition sich verändert. Ich spiele einfach. Und das ist ein wunderbarer Pluspunkt und es gefällt mir auch sehr gut, wenn ich irgendwas in die Trompete reinstecke. Spitzdämpfer, Cup Mute, Harmon und so weiter und so fort. Und ich kann einfach vernünftig weiterspielen, ohne dass ich merke, oh, jetzt muss ich aber arbeiten, beziehungsweise jetzt muss ich umso mehr locker lassen, sondern ich spiele einfach meine Dinger, auch hier möglich, und dann muss ich mir keine Gedanken machen. Super Sache, Intonation, Ansprache, Blaswiderstand, top, da gibt es von mir einen Daumen hoch, eine gute Sache.
Das Gewicht, der Dämpfer wiegt 109 Gramm, ne, ist aus Kunststoff, aus Glasfaser verstärkten Kunststoff, das heißt, der hält auch was aus, wenn er mal rausfahren sollte, ist er nicht gleich kaputt und das ist auch ein Pluspunkt. Man hat natürlich irgendwas im Trichter drin und man merkt es auch beim Spielen, dass natürlich die Trompete etwas schwerer wird, aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich die Trompete vernünftig halte, dass der Trichter nach unten zieht. Das war bei meinem modifizierten Cup-Dämpfer ganz anders, man hat immer die Trompete hochhalten müssen, nervig auf Dauer, hier überhaupt kein Störfaktor. Auch wieder ein super Punkt. Gefällt mir sehr gut. Das Schöne bei dem Dämpfer ist auch, es gibt nicht nur ein Blau, sondern auch noch ein Rot und knalligen Gelb und natürlich auch hier dann die Möglichkeit, sich natürlich seine Lieblingsfarbe auszusuchen. Also, alles in allem, ein Fazit, ein super Überdämpfer. Ist er der perfekte Überdämpfer? Das zeigt sich in Zukunft. Er ist aber verdammt nah dran. Also Intonation, Ansprache und Blaswiderstand. Und das sind genau die 3 Punkte, die immer so heikel sind beim Überdämpfer, die immer so heikel sind, sobald man in die Trompete was reinsteckt. Aber mit dem Whisper Mute sind wir richtig nahe dran, den perfekten Überdämpfer zu haben. Und das ist eine gute Sache. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und das ist ja eigentlich der Pluspunkt, der oben noch drauf kommt. Man hat auch die Möglichkeit, sein Buzzing, sein Mundstückspiel abzudämpfen. Das heißt, ich drehe das Zahnrad zu. Nochmal hier gezeigt, jetzt habe ich die Abstände hier zugemacht und dementsprechend kann ich natürlich auch mit dem Whisper Mute buzzen. Einmal im Vergleich das Ganze offen. Also ein deutlicher Unterschied in Sachen Lautstärke. Eine super Sache. Also man hat eigentlich ein Gerät, das für 2 Einsatzgebiete zu verwenden ist. Und zwar einmal die Trompete leiser zu bekommen und natürlich auch sein tägliches Buzzing leiser zu bekommen. Man hat hier auch kaum Blaswiderstand, das fühlt sich richtig gut an, sehr nahe am eigenen Instrument und das ist doch immer eine gute Sache. Sobald der Blaswiderstand fast identisch ist, hat man auch wirklich kaum Unterschiede zum Trompete spielen. Also hier hat man wirklich ein gutes Gerät. Mir persönlich gefällt immer, wenn man eine Sache hat, die auf unterschiedlichsten Bereichen einzusetzen ist. Mundstückspiel, Buzzing und natürlich auch das Trompetespiel. Und da hat sich Christoph Berwind wirklich eine gute Sache einfallen lassen. Ich finde den Überdämpfer wirklich sehr empfehlenswert. Wo liegen wir preislich bei dem Dämpfer? Um die 89 €. Den gelben gibt es sogar für 87 €. Also, wenn man sich mal überlegt, ein Überdämpfer kostet in der Regel 50 € und dann kauft man sich noch ein Buzzing-Gerät. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten mittlerweile, unterschiedlichste Produkte und die liegen meistens auch so zwischen 30 und 100 €. Also roundabout in Summe bei 150 € und hier mit 89 aktuell Euro, mit denen eben der Überdämpfer zu Buche schlägt, eine gute Sache. Buzzing-Funktion, Trompete, die man leise bekommt und das Ganze fast ohne Kompromisse. Also man ist verdammt nah am offenen Trompetespiel. Tiefe Lage, Mittellage, hohe Lage, alles drauf und dazu noch die Buzzing-Funktion, eine wirklich gute Angelegenheit. Mein Fazit, das lohnt sich wirklich. Das war's zu diesem Video. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.